So, wir sind in Finisterre angekommen, haben die Herberge bezogen, die Betten sind gemacht, es wurde geduscht, alle sind frisch und jetzt sind wir endlich wieder hier. So, angekommen am 0,0 Kilometer Stein in Murcia. So sieht er aus, im Hintergrund der Ozean, neben mir die Kapelle unten. Das ist das Ende des Weges, zumindest in Murcia. Aber ich gehe noch weiter nach Finisterre, also lasst euch überraschen. Hallihallo, ich wünsche einen schönen guten Tag. Mir geht es soweit gut hier. Ich bin in Murcia, sitze gerade an der Küste hier und morgen geht es für mich weiter nach Finisterre. Da bleibe ich 2 Tage, 2 Nächte sozusagen. Sind aber auch 30 Kilometer bis dahin. Im Moment brauche ich dafür. Und ja, danach mache ich noch den englischen Weg. Das heißt, ich bin so in 8, 9 Tagen, ne, geht der Rückflug. Ja, ich hoffe, allen geht es gut soweit. Arbeit ist nicht so stressig. Führerscheinprüfung wurde erfolgreich bestanden, habe ich ja gehört. Sehr schön, wunderbar, gut gemacht. Und in der Bäckerei ist hoffentlich nicht zu stressig. Und die haben hoffentlich noch genug Süßteilchen über nachmittags, wenn du weg bist. Bis dahin, ich melde mich nochmal, wenn ich in Finisterre bin, das heißt in 2 Tagen. Ciao, ciao. Vielleicht seht ihr das ja hinter mir. Hinter mir ist so ein schöner Fleck. Gestern Abend, als wir hier saßen, sind, weiß nicht, 50 oder 100 Möwen über unseren Köpfen hinweggeflogen. Und dann hat man es auf einmal überall plätschern gehört. Also die haben da gerade im Akkord ne? Mega lustige Geschichte. Wir saßen genau unten runter und wir haben nichts abgekriegt. Wir waren alle sehr, sehr glücklich darüber. Es waren echt viele Möwen. Tja, Glück gehabt diesmal, würde ich sagen. Bin immer noch in Murcia am Meer, an der Felsenküste und verbringe heute hier meinen ersten Restday, also einen Tag, an dem ich mich gar nicht bewege. Ich bleibe also heute einfach hier, weil gerade irgendwie eine Kleinigkeit frühstücken. Ja, und da sind sie. Unverhofft kommt oft. When did you guys get here? Yesterday. Yesterday? Oh, that's amazing. You guys are fast. Yeah. I just got here today and I'm trying to figure out like where to go, and I was like he said he's already here and I just didn't know like where. And so I stayed in the Albergue Muxar. You know, it's nice. It's beautiful, and I just got here and I thought like I'm gonna go to the sunset, but it's raining. So, Tag 15, auf nach Finisterre, haben Murcia gerade verlassen und haben jetzt knapp 27, 28 Kilometer vor uns. Ganz schön wenig heute, wa? Ja. Und noch ein paar Kilometer mehr, wenn wir direkt zum Leuchtturm wollen. Da schauen wir mal. So sieht's aus. Los geht's.
Also, dass mich ein Wald in Galicien nochmal besonders umhaut. Aber der hier ist wirklich schön. Überall fahren. Überall verteilt. Kannst du weit und breit gucken. Bäume und Farren. Kann ich jetzt in diesem Ausmaß noch nicht. Sehr interessant. Wir laufen auch schon seit bestimmt fast 10 Minuten durch dieses Waldstückchen hier. Das ist also nicht nur an einer Stelle so. Guckt euch das mal an. Meter hoch hier. 2, 3. Da. Mega gut. Wieder eine wunderbare Oase gefunden. Guckt euch das an. Ziemlich cool. Manchmal gibt es halt solche Stellen, wo die Leute einfach was rausstellen und dann kann man sich quasi auf Donative, also auf Spendenbasis hier bedienen. Großartig. Coole Sache. Ja, gefällt mir gut hier. So wie in jeder Oase eigentlich. Da kann man mal kurz ein Päuschen machen. Das ist immer gut. Und einen Stempel gab es ja auch. Ganz hervorragend. Ich bin wieder wach. Und die haben auch ganz viel Spaß. Tja. 1 Kilometer vor Fistea, 2 vielleicht. Und natürlich fängt es gerade an zu regnen. Hatte ich mir anders vorgestellt, aber so ist es halt, ne? Meistens kommt es anders und zweitens, als du denkst. Ja, mittlerweile in Finisterre angekommen, seit einigen Stunden. Haben wir auch schon die Herberge bezogen, die ihr gerade hinter mir seht. Ist ein bisschen klein und eng, aber nicht so schlimm. Man darf nur kein Bier drin trinken. Dann trinke ich halt draußen, auch cool. Ein bisschen enge Straßen hier, da muss man immer aufpassen, ne? Dass einem die Autos nicht über die Füße fahren, so wie fast gerade. Ja. Mal sehen, leider regnet es oder hat geregnet vorhin. Ich hoffe, dass das jetzt trocken bleibt, sodass ich nachher noch an Hippie Beach gehen kann und es da halbwegs trocken ist und nicht ganz durchnässt. Mal sehen. Ansonsten gehe ich in die Bar. Geht auch. Mal gucken, was passiert. Tag 16 und wir haben soeben gefrühstückt, haben die Herberge verlassen, ich zumindest, und jetzt geht's weiter Richtung Leuchtturm, einmal an der Küste lang, ab nach oben.
Ja, ich bin angekommen am Ende der Welt in Finisterre, oben am Kap. Hinter mir ist nur noch der Ozean. Viel mehr kommt da jetzt nicht mehr hinter mir. Ja, und dann kommt lange Zeit nichts. Also weitergehen ist hier nicht. So, um das nun auch einmal zu zeigen. Ich habe gerade meine Wäsche aufgehängt, habe mir heute das allererste Mal wirklich eine Waschmaschine für mich alleine gegönnt, also mit Service sozusagen. Ich habe meine Wäsche abgegeben und jetzt hängt die hier draußen und trocknet, nachdem sie gesäubert wurde. Mega gut. Ich habe zu viel Kleidung bei dieses Jahr, das steht fest. Wobei ich eigentlich alles immer mal probiert habe und angezogen habe. Also, naja, die 1, 2, 300 Gramm, die ich mir hätte sparen können, ja, nicht so schlimm. Ja, hoffentlich wird es trocken bis morgen, aber heute ist früh am Tag. Es ist gerade mal 3 Uhr. Bis morgen früh ist das auf jeden Fall trocken. You don't know how much the fast food collection is. Every time you have to say, yeah, cheese. But this one, my favorite, they only want to go 50 kilometers. Good, can you tell me what it's about? Maybe your food spoke to you again. It was a funny joke. No, it's too complicated. Too complicated. Und wieder einmal auf dem Weg zum Praia do Faro, meinem Lieblingsort. Nur diesmal bin ich nicht allein, sondern wieder mit den beiden unterwegs. Das letzte Mal, letzter Abend. Denn morgen fahre ich nach Ferrol und starte meinen englischen Weg von da. Aber erst einmal gucken wir uns den Strand jetzt an. Der ist sehr schön. To the beach. Hier gefällt es mir immer gut. Das ist wirklich eine schöne Umgebung. Muss man sich verdienen, hier muss man hinlaufen, dann kann man das auch wirklich wertschätzen. Auch einen schönen letzten Abend und morgen geht es weiter nach Ferrol zum englischen Weg.